Hast du dich jemals gefragt, was in den dunkelsten Wäldern lauert? Eine Kreatur, so alt wie die Zeit selbst, die Kinder frisst und Zäune aus Knochen baut. Heute erzähle ich dir von Baba Yaga, der Hexe, die deine schlimmsten Albträume heimsucht. Wenn du mutig genug bist, bleib bis zum Ende und kommentiere. Würdest du ihren Wald betreten? Lass uns eintauchen in die Dunkelheit. Baba Yaga ist keine Märchenhexe. Sie ist ein lebendig gewordener Albtraum. Eine uralte Entität, die sich an den Rändern der Realität festhält. Stell dir eine knorrige, uralte Frau vor, deren Haut wie verrottendes Leder aussieht, von unzähligen Jahrhunderten des Bösen gegerbt. Ihre Nase ist so lang und hakenförmig, dass sie den Boden zu kratzen scheint, während ihre Zähne aus verrostetem Eisen bestehen, die Knochen wie Glas zersplittern. Ihre Augen, tief in Höhlen versunken, glühen mit einem unheilvollen roten Licht, das die Seele zu durchbohren scheint. Sie lebt in einem Wald, den niemand freiwillig betritt, ein Ort, an dem die Bäume selbst zu flüstern scheinen und die Luft schwer ist von uralter Angst. Ihr Zuhause ist eine Hütte, die auf gigantischen Hühnerbeinen steht, knorrig und verdreht wie die Gliedmaßen eines prähistorischen Vogels. Diese Hütte tanzt durch die Bäume, als hätte sie ein Eigenleben. Ihre knarrenden Schritte hallen wie ferne Donnerschläge durch das Unterholz. Sie findet dich, bevor du sie finden kannst, ein unheimliches, bewegliches Gefängnis, das sich seinen Opfern nähert. Ihr Zaun ist nicht aus Holz, sondern aus menschlichen Knochen errichtet, ein makabres Mahnmal ihrer unzähligen Opfer. Die Schädel, die diesen Zaun krönen, leuchten nachts mit einem unheimlichen grünlichen Schimmer, wie Laternen des Todes. Man sagt, sie flüstern die Namen derer, die Baba Yaga gefangen hat, ihre gequälten Seelen für immer an diesen Ort gebunden. Die Luft um den Zaun ist erfüllt von einem kaum hörbaren Summen, ein Chor aus verzweifelten Seufzern und unerhörten Schreien, die sich in die Gehörgänge derer schleichen, die zu nahe kommen. Sie fliegt nicht auf einem Besen, sondern in einem riesigen Mörser, den sie mit einem Stößel als Ruder lenkt, während sie ihre Spuren mit einem Besen aus menschlichem Haar verwischt. Dieser Besen fegt nicht nur den Boden, sondern auch die Erinnerungen und die Hoffnung derer weg, die ihr begegnen. Doch das Schlimmste an ihr ist ihre Unberechenbarkeit, ihre Launenhaftigkeit, die tödlicher ist als jede Klinge. Manche, die sie suchen, erhalten Hilfe oft zu einem Preis, der schlimmer ist als der Tod. Andere werden nie wieder gesehen, ihre Existenz ausgelöscht, als wären sie nie gewesen. Kinder sind ihre Lieblingsbeute, ihre unschuldigen Seelen und zarten Knochen eine Delikatesse für die alte Hexe. Doch es wird auch gemunkelt, dass sie Geheimnisse hütet, die selbst die stärksten Krieger brechen können, Wissen, das die Grenzen des Verstandes sprengt. Würdest du es wagen, sie um Hilfe zu bitten, wissend, dass der Preis deine Seele sein könnte? Ihre Macht ist grenzenlos, ihre Bosheit unermesslich. Und ihre Existenz ist ein Fluch, der über den dunkelsten Ecken der Welt schwebt. Es ist das Jahr 2025. Mia, eine junge, aufstrebende Influencerin, bekannt für ihre waghalsigen Abenteuer-Vlogs, stolpert in einem abgelegenen Dorf in Osteuropa über die Legende der Baba Yaga. Ihre Community, stets auf der Suche nach dem nächsten Adrenalinkick, fordert sie heraus: Finde Baba Yagas Hütte und filme sie, wenn du dich traust. Mia lacht, ein leichtfertiges Geräusch, das bald in ihrem Hals stecken bleiben wird. Sie packt ihre Kamera, ihre Drohne und ihr Satellitentelefon. Überzeugt davon, dass dies nur ein weiterer viralen Hit wird. Sie ignoriert die warnenden Blicke der Dorfbewohner, die alten Frauen, die sich bekreuzigen, wenn sie ihren Namen hören. Mia sieht nur die Klicks, die Likes, die Aufmerksamkeit, die ihr dieser Stunt bringen wird. Sie streamt live auf Twitch, ihre Follower fiebern mit, während sie sich auf den Weg in den Wald macht. Die ersten Schritte sind noch von Übermut geprägt. Doch die Atmosphäre ändert sich schnell. Der Wald schluckt das Sonnenlicht, die Geräusche der Zivilisation verstummen. Und eine unheimliche Stille legt sich über alles. Der Wald ist dichter, als sie dachte, die Bäume ragen wie knorrige Finger in den grauen Himmel. Jeder Schritt fühlt sich an, als würde der Boden unter ihr nachgeben. Als würde der Wald selbst sie verschlingen wollen. Ihr GPS versagt, das Satellitentelefon hat keinen Empfang. Und die Bäume scheinen sich zu bewegen, ihre Schatten tanzen in ihrem peripheren Blick. Ein Gefühl der Isolation, kalt und klamm, kriecht ihr den Rücken hinauf. Die Luft wird schwer, erfüllt von einem modrigen Geruch und einem kaum wahrnehmbaren Flüstern, das aus den Tiefen des Waldes zu kommen scheint. Plötzlich hört sie ein Kratzen, ein schleifendes Geräusch, das den Boden erzittern lässt. Vor ihr, durch das dichte Geäst schimmernd, steht eine Hütte auf riesigen, knorrigen Beinen, die wie Klauen aussehen. Sie ist alt, verrottet, und doch strahlt sie eine unheimliche Lebendigkeit aus.
Mia spürt, wie ihr Herz in ihrer Brust hämmert, ein wilder Vogel, der entkommen will. Hütte, dreh dich zu mir, flüstert Mia, halb lachend, halb zitternd, ihre Stimme kaum mehr als ein Hauchen. Die Hütte gehorcht, mit einem markerschütternden Knarren, das durch Mark und Bein geht. Die Tür der Hütte öffnet sich langsam, knarrend wie ein Sargdeckel, und aus der Dunkelheit tritt Baba Yaga. Ihre Augen glühen rot in der Dämmerung. Ein unheilvolles Leuchten, das Mia bis ins Innerste erschüttert. Ein Geruch von Verwesung und altem Blut umgibt sie. »Warum störst du mich, Kind?« krächzt sie. Ihre Stimme klingt wie splitterndes Glas, ein Geräusch, das die Knochen erzittern lässt. Mia, erstarrt vor Angst, stammelt: Ich wollte sie nur filmen. Für meine Fans.« Ein kalter Schauer läuft ihr über den Rücken, als sie die Absurdität ihrer Worte erkennt. Baba Yaga lacht, ein Geräusch, das wie ein Schrei klingt, ein Echo aus den Tiefen der Hölle. Es ist ein Lachen, das nicht von Freude zeugt, sondern von uralter Bosheit und unendlicher Grausamkeit. Filmen? Dann beweise deinen Mut. 3 Aufgaben, oder du bleibst für immer hier. Die Aufgaben sind grausam, entworfen, um den Geist zu brechen und die Seele zu quälen. Mia muss einen Haufen Dornen mit bloßen Händen beseitigen, während sie das Gefühl hat, dass die Dornen lebendig sind, sich winden und in ihr Fleisch graben. Jeder Stich ist eine Qual, jede Bewegung ein Kampf gegen den Schmerz und die wachsende Verzweiflung. Sie muss einen eiskalten Fluss überqueren, dessen Wasser nicht nur kalt ist, sondern auch zu greifen scheint, sie hinabzuziehen in seine dunklen Tiefen. Die Strömung ist unnatürlich stark, und Mia spürt, wie unsichtbare Hände an ihren Knöcheln ziehen, sie in die eisige Umarmung des Flusses locken. Und schließlich muss sie einen Schädel polieren, dessen Augen sie anstarren, als wäre er lebendig, als würde er ihr die Geschichte seines Todes erzählen wollen. Die leeren Augenhöhlen scheinen sie zu verfolgen, ein stummer Vorwurf, der ihr bis ins Mark geht. Ihre Kamera fängt alles ein, während ihre Zuschauer panisch in den Chat schreiben: »Lauf weg! Das ist nicht echt!« »Mia, bitte, hör auf!« Mia schafft es irgendwie, die Aufgaben zu erfüllen mit der Hilfe eines seltsamen Raben, der sie zu führen scheint, dessen Augen so alt und weise wirken wie die des Waldes selbst. Baba Yaga grinst, ihre Eisenzähne blitzen im schwachen Licht. »Du bist mutig, Kind, hier ist dein Preis.« Sie reicht Mia einen Schädel, dessen Augen in einem unheimlichen, blutroten Licht glühen. »Aber hüte dich, er sieht alles.« Mia nimmt ihn, ihre Hand zittert und rennt. Ihre Kamera wackelt, der Stream bricht ab. Die letzten Bilder zeigen nur noch den glühenden Schädel und Baba Yagas Schatten, der sich über Mia legt. Als sie ins Dorf zurückkehrt, ist der Schädel verschwunden. Doch ihre Kamera hat etwas aufgenommen, das sie sich nicht erklären kann. In der Aufzeichnung ist Baba Yaga zu sehen, wie sie direkt in die Linse starrt, ihre roten Augen Mia durch den Bildschirm hindurch zu durchbohren scheinen. Ihre Stimme, ein kaum hörbares Krächzen, flüstert: »Ich sehe dich.« Mia löscht den Stream, ihre Hände zittern, ihr Verstand ist benebelt von dem Erlebten. Doch am nächsten Tag ist das Video online, hochgeladen von einem unbekannten Account. Ihre Community explodiert, aber Mia reagiert nicht mehr. Manche sagen, sie sei zurück in den Wald gegangen, von einer unsichtbaren Macht gezogen, die sie nicht widerstehen konnte. Andere behaupten, Baba Yaga habe sie geholt, ihre Seele für immer an den Knochenzaun gebunden. Ihre Wohnung ist leer, ihre Sachen unberührt, nur ein schwacher Geruch von modriger Erde und altem Eisen hängt in der Luft. Die Dorfbewohner meiden den Wald noch mehr als zuvor, ihre Gesichter sind von Angst gezeichnet, wenn Mias Name fällt. War das nur eine Geschichte oder ist Baba Yaga real? Hast du jemals etwas Unheimliches im Wald gesehen? Etwas, das sich nicht erklären lässt? Schreibe es in die Kommentare, teile deine eigenen Begegnungen mit dem Unbekannten. Und wenn du mutig bist, teile dieses Video mit einem Freund. Vielleicht sieht Baba Yaga euch dann auch. Abonniere für weitere gruselige Legenden und erzähle mir, welches Monster soll ich als nächstes enthüllen? Bleib wachsam. Die Schatten beobachten dich. Sie warten nur darauf, dass du einen Fehler machst.